Hi, hier ist der Jan von Datatech und in diesem Video möchte ich euch den LabVIEW QuickDrop etwas näher bringen. Der LabVIEW QuickDrop ist eine Möglichkeit, wie wir in LabVIEW verschiedene Elemente schneller finden können, indem wir sie per Namen suchen. Wir können den QuickDrop über Steuerung-Leertaste öffnen und können jetzt nach einem beliebigen Funktionsnamen suchen, beispielsweise add für eine Addieren-Funktion. Diese Funktion können wir nun auf zwei verschiedene Arten hinzufügen. Zum einen können wir einen Linksklick an einer beliebigen Stelle unseres Blockdiagramms machen, um das Element dort zu platzieren. Zum anderen können wir, wenn wir die Funktion gesucht haben, Enter drücken, um die Funktion an unserem Mauszeiger zu befestigen und dann ebenfalls mit einem Linksklick an einer beliebigen Stelle zu platzieren. Das Suchen der Funktion funktioniert nicht nur über den vollständigen Dateinamen, wie beispielsweise bei der Addieren-Funktion über add, sondern auch über Teile des Namens, zum Beispiel open, create, replace file. Man sieht schon, ich habe nur die ersten Buchstaben eingetippt. Auch die ersten Buchstaben muss ich nicht als einen zusammenhängenden String eintippen, sondern ich kann nur beliebige Teile des Funktionsnamens eintippen. Beispielsweise op, Leerzeichen, file, und ich werde trotzdem open, create, replace file finden. Das heißt, LabVIEW macht an dieser Stelle ein ziemlich intelligentes String-Matching und findet dadurch Funktionen, selbst wenn sie einen etwas anderen Namen haben, als ich ihn im Kopf habe. Man sieht jetzt neben dieser Funktion, dass hier noch eine Abkürzung eingefügt ist, CRF. Auch über diese Abkürzung kann ich den Knoten sehr schnell finden. Eine Übersicht über alle Abkürzungen findet ihr, indem ihr hier unten auf den Configure-Dialog geht und dann auf den beiden Tabs Frontpanel und Blockdiagramm euch einfach die Liste anseht. Hier beispielsweise ist unser CRF Open Create Replace File. Ihr könnt hier außerdem eigene Shortcuts für beliebige Objekte hinzufügen, um die Bausteine, die ihr häufig braucht, schneller finden zu können. Der QuickDrop bietet, wie ihr schon seht, eine Alternative zur LabVIEW Palette. In der LabVIEW Palette, die ich über einen Rechtsklick öffne, habe ich hier ebenfalls Zugriff auf sämtliche Funktionen, die ich in LabVIEW nutzen kann. Es ist empfohlen, für neue Nutzer weiterhin die Palette zu benutzen, denn durch die Palette bekomme ich einen guten Überblick, welche Funktionen in LabVIEW enthalten sind. Suche ich zum Beispiel nach einer Addieren-Funktion, um eine 1 auf eine Zahl zu addieren, sehe ich in der Palette sehr schnell, dass es bereits eine Inkrementieren-Funktion gibt, die ich für diesen Zweck nutzen kann. Und so verhält es sich natürlich auch mit allen anderen Funktionstypen, die ich hier hinzufüge. Das heißt, über die Palette kann ich mir einen sehr guten Überblick verschaffen. Wenn ich dann irgendwann an dem Punkt bin, wo ich mich sicher fühle und weiß, dass ich die Funktionen, die ich brauche, per Namen kenne, dann kann ich zum QuickDrop übergehen. Ein weiterer Tipp: Der LabVIEW QuickDrop enthält immer nur Elemente für das aktuelle Fenster. Das heißt, in unserem Fall, wenn ich jetzt Steuerung-Leertaste drücke, nur für das Blockdiagramm. Ich kann hier zum Beispiel keinen Button hinzufügen. Alles, was ich finde, sind Funktionen, die etwas mit einem Button zu tun haben. Genauso ist es, wenn ich mit Steuerung E auf das Frontpanel gehe, hier den QuickDrop öffne und nun beispielsweise nach einer Addieren-Funktion suche. Hier werde ich keinerlei Blockdiagramm-Elemente finden. Das heißt, falls das Element, das ihr sucht, mal nicht im QuickDrop auftaucht, geht auf Nummer sicher, dass ihr euch im richtigen Fenster befindet, wenn ihr den QuickDrop öffnet. So, soweit zu einer Einführung zum LabVIEW QuickDrop. In den nächsten Videos gehen wir noch auf weitere Funktionalitäten des QuickDrops ein, wie beispielsweise QuickDrop Shortcuts und das Erstellen von eigenen Shortcuts für den LabVIEW QuickDrop. Bis dahin und viel Spaß wünsche ich euch.